So, weiter geht's. So, this text is an expression of a long-standing Western tradition. Dieser Text ist ein Ausdruck einer seit langem bestehenden Weisheitstradition. And we need to study these things because we can't find them out for ourselves. Und wir brauchen auch ein Studium dieser Dinge, weil wir sie nicht so ohne weiteres für uns selbst herausfinden werden. When the Buddha gained enlightenment, according to the tradition, he gained it by giving up struggle. Als der Buddha Erleuchtung erlangte, so erlangte er sie auch, so wie die Tradition davon berichtet, in dem Augenblick, wo er den Kampf und die Bemühungen aufgab. He stopped trying to make sense of things. Er hörte auf, zu versuchen, aus Dingen Sinn zu machen. And he stopped trying to correct the world. Er hielt an, zu versuchen, die Welt zu verbessern. And to control what was happening in his body, voice and mind. Er gab auf, zu versuchen, zu kontrollieren, was in seinem Körper, mit seiner Stimme und seinem Geist passierte. When we have problems, our tendency and our training through school and family and so on is to try to think our way through them. Wenn wir Probleme haben, dann ist gewöhnlicherweise unsere Tendenz, einfach aufgrund unserer Erziehung, aufgrund der Schulbildung, der Familientradition und so weiter, ist der Versuch, unseren Weg durch die Probleme hindurch herauszuarbeiten. But the basic problem of existence can't be solved by thinking. Aber die grundlegenden Existenzprobleme können nicht durch Denken gelöst werden. As he will explain. So wie es hier dann weiterhin erklärt wird. And this is why we study to put our minds in harmony with the door-opening clarity of those who have found a way in the past. Und das ist der Grund für ein Studium, um eben die Geistesklarheit zu finden, sozusagen den Tor zur Klarheit zu finden, das durch diejenigen aufgestoßen worden sind, die in früheren Zeiten Weisheit erlangten. No matter how intelligent we are or educated and knowledgeable about culture and philosophy and so on, Ungeachtet dessen, wie viel Wissen wir angesammelt haben, wie gut gebildet wir sind in Fragen von Kultur, Philosophie und so weiter, our thoughts are not able to find the door to freedom. sind unsere Gedanken nicht fähig, die Tür zur Freiheit zu finden. So when we study a text like this, we want to start with a orientation of humility and gratitude. Wenn wir also einen solchen Text studieren, dann ist es wichtig für uns, das auf der Grundlage der Ausrichtung von Bescheidenheit und Dankbarkeit zu tun. We're not being asked to give away our own minds to become members of a sect. Wir werden nicht darum gebeten, sozusagen unseren Geist zu verkaufen oder ein Teil einer Sekte zu werden, But rather to open ourselves to the resonance of that which is revealed when thoughts take their proper place. sondern wir werden eher darum gebeten, uns der Resonanz gegenüber zu öffnen, die stattfindet, wenn das, was in unserem Geist an Gedanken stattfindet, sozusagen ihren eigentlichen richtigen Ort findet. So yesterday we were looking at his setting up the idea that mind is the most important thing. Gestern haben wir die Frage angeschaut, wo gezeichnet wurde, dass unser Geist das Wichtigste ist. And now he says, if you wonder how the mind is to be understood, well, it's through clear knowledge of the three aspects of ground, path and result. Und dann heißt es im Text weiter, wenn du wissen willst, wie der Geist verstanden werden kann, so geschieht dies durch ein klares Wissen über die drei Aspekte von Basis, Weg und Resultat. So what is going to be described now is ourselves. Was hier jetzt beschrieben wird, sind wir selbst. Perhaps aspects of ourselves that we're not very easily in touch with. Vielleicht sind das Aspekte von uns selbst, mit denen wir nicht so ohne weiteres in Berührung kommen. But this is not abstract philosophy. This is a kind of guidebook to how we are.
Aber hier handelt es sich nicht um eine abstrakte Philosophie, sondern es ist eher eine Art Führer dafür herauszufinden, wie wir eigentlich sind. To the unexplored country that we have been living in from the very beginning. Also sozusagen ein Führer für ein unerforschtes Land, in dem wir aber von allem Anfang an gelebt haben. So, firstly, to consider how the ground abides. Erstens, um zu betrachten, wie die Basis verweilt. Abides here means to stay or remain. It means essentially how the ground is. Und das Verweilen bedeutet hier sozusagen dort zu sein oder zu bleiben und beschreibt im Wesentlichen einfach, wie die Basis ist. Now, the ground or the basis or the foundation, we're used to that in terms of houses. Nun, Grund oder Basis oder Fundament ist ein Begriff, mit dem wir vertraut sind im Zusammenhang mit Häusern. The ground here means more perhaps the starting point. Die Basis hier bedeutet vielleicht mehr sowas wie ein Startpunkt. Where are we? Wo sind wir? Because normally we look in ourselves, Normalerweise schauen wir uns selbst an. we describe ourselves in terms of our mood, our situation, our hopes, fears and so on. Und dann beschreiben wir uns selbst in Begriffen unserer Stimmung, unserer Situation, in Begriffen unserer Hoffnungen, Erwartungen, Befürchtungen. Our geographical location, our nationality, gender, family and so on. Oder unsere geografischen Lokalisierung, unseres Geschlechts, unsere Familie, Nationalität und so weiter. And by setting out the ground, he's suggesting this is not really where you are. Und indem er den Grund oder die Basis etabliert, sagt er im Grunde genommen, das ist nicht wirklich, wer du bist. Because all these identifications, maybe you might say that you're German, you're female, you're 30 years of age, you have a child and so on and so on. Denn all diese Identifizierungen, die man nennen könnte, man könnte sagen, ich bin deutsch, ich bin 30 Jahre alt, eine Frau, ich habe ein Kind und so weiter und so fort. All of these are concepts Alle diese Dinge sind Konzepte, Begriffe, which are given more or less importance according to situations. denen man mehr oder weniger Bedeutung zuweist, entsprechend der Situation. But what is the basis for the concept? Was aber ist die Grundlage für diese Konzepte? It's the mind. Das ist der Geist. So that the mind is the basis, and so what is the mind? Also ist der Geist die Basis. Und was aber ist der Geist? Concepts are not the base or the ground. Ganz sicherlich nicht sind es die Konzepte, die die Basis oder den Grund darstellen. Although we are used to building our sense of self and the meaning of our existence on the basis of them. Obwohl wir natürlich daran gewöhnt sind, unsere Vorstellung, wer wir sind, unsere Existenz auf der Basis dieser Konzepte zu erklären. So then he says the natural condition of one's own mind is primordial, uncontrived and effortlessly arising. Und so heißt es hier im Text, die natürliche Seinsbedingung unseres eigenen Geistes ist ursprünglich ungekünstelt und mühelos aufkommend. This term, natural condition, is not a great translation of the Tibetan. Dieser Begriff natürliche Seinsweise ist nicht wirklich eine großartige Übersetzung des tibetischen Worts. Because we tend to talk about the state, our natural state, or the natural condition, meaning that which is there. Und wir neigen dazu zu sagen, es ist natürlicher Zustand oder die natürliche Bedingung mit der Vorstellung, das ist das, was natürlicherweise da ist. But words like condition and state indicate contingency and ephemerality. Aber die Wörter wie Zustand oder Bedingung indizieren schon eine Kontingenz, eine Bedingtheit und natürlich auch eine Flüchtigkeit. Always meaning the as-it-isness of our mind. Also was hier wirklich gemeint ist, ist vielleicht so etwas, was man mit Soheit oder das So-Sein des Geistes
bezeichnet werden könnte. The mind as it is before it's interpreted or commented on or made artificial in any way. Also der Geist, wie er ist, bevor er irgendwie kommentiert, betrachtet oder sonst irgendwie künstlich gemacht wird. So here we are sitting in this room together. Hier sind wir also, wir sitzen hier in diesem Zimmer zusammen. We look around, we see things, we have thoughts, emotions, memories. Wir schauen umher, wir sehen Dinge, wir haben Emotionen, wir haben Erinnerungen, wir haben Ideen. The basis of this is our mind, which is primordial. Und die Grundlage davon ist unser Geist, der sozusagen uranfänglich ist. It means it's always been here, Mit anderen Worten, er war immer schon da. which indicates that it's outside of time. Und das indiziert wiederum, dass er außerhalb der Zeit ist. It's here before time begins. Er war schon hier, bevor die Zeit begann. Because time is a descriptor of movement, Zeit ist ja nichts anderes als eine Beschreibung von Bewegung. but the ground doesn't move. Die Basis bewegt sich aber nicht. And he's saying it's uncontrived. Dann heißt es hier, es ist ungekünstelt, unfabriziert. In Tibetan this is machu. Oder im tibetischen Mache. And it means it's not made artificial in any way. Und das bedeutet, dass es nicht künstlich irgendwie hergestellt wird. It hasn't been developed, it hasn't been damaged. Er wurde nicht entwickelt, er wurde auch nicht beschädigt. And this is because nothing can act on the mind itself. Und das liegt daran, dass nichts auf den Geist selbst einwirken kann. This is because it doesn't have any substance to it that could be marked. Und das liegt daran, dass der Geist von keinerlei Substanz ist, die in irgendeiner Weise markiert, gekennzeichnet werden kann. It's easy to make marks on the wall behind me. Es ist einfach, Markierungen auf der Wand hinter mir zu machen. You could do it with paintbrushes, with pens, with a knife. Man könnte es mit Pinseln machen, mit Farben, mit einem Messer. Because something would be acting on something. Denn da würde etwas auf etwas anderes einwirken. When there's nothing there, it doesn't take a mark. Aber wenn nichts da ist, kann es auch keine Kennzeichnung, keine Markierung aufnehmen. Even if something is very subtle, it can still be marked or influenced. Selbst wenn etwas sehr subtil ist, kann es immer noch markiert oder beeinflusst werden. For example, there is air in this room which is moving around. Zum Beispiel die Luft in diesem Zimmer, die sich umherbewegt. But this is generally invisible to us. Allgemein gesprochen ist sie für uns unsichtbar. But if there's a bright shaft of sunlight, then you see the dust moving in the air. Wenn es dann aber einen strahlenden Lichtstrahl des Sonnenlichts gibt, dann sieht man die ganzen Staubkörnchen in der Luft schweben. Or if you light a stick of incense, you see how the smoke is moving according to the currents in the air. Oder wenn man ein Räucherstäbchen anzündet, dann sieht man, wie der Rauch durch die Bewegung der Luft hin und her bewegt wird. Because there is something, even subtle, which is being acted upon. Denn da gibt es etwas, auch wenn es etwas Subtiles ist, auf das eingewirkt werden kann. But the mind is like space. Der Geist aber ist wieder Raum. Nothing leaves a mark on space. Nichts kann eine Markierung auf den Raum aufprägen. Use of carbon dioxide influences the composition of the atmosphere, affects the ozone layer and so on. In der Atmosphäre kann der CO2-Gehalt und dergleichen zum Beispiel den Anteil des Ozons in der Atmosphäre und so weiter beeinflussen. But space itself is not influenced. Aber der Raum selbst wird nicht beeinflusst. So, the mind has never been changed. Also wurde der Geist niemals verändert. I mean, when we think of ourselves, this doesn't make any sense at all. Wenn wir über uns nachdenken, dann scheint es überhaupt keinen Sinn zu machen. Because our mind is always changing. Denn unser Geist verändert sich die ganze Zeit. Maybe we have the wrong mind.
Vielleicht haben wir den falschen Geist erwischt. Maybe this guy had a better mind than us. Vielleicht hatte dieser Bursche hier einen besseren Geist als wir. Or maybe it's just that Tibetans have a different kind of mind. Oder vielleicht haben die Tibeter eine andere Art von Geist. What he's pointing to is a confusion that we have taken the content of our mind to be our mind. Was aber, worauf das hinweist, ist die Verwirrung, die uns den Inhalt unseres Geistes für unseren Geist selbst halten lässt. The mind is both the ground or the basis, Der Geist aber ist sowohl der Grund oder die Basis, and it's also the sphere or the arena within which experience occurs. er ist zugleich aber auch die Sphäre oder die Arena, in der die Erfahrung erscheint. Because it's uncontrived and devoid of substance, you can't find it in itself. Da ungekünstelt und auch bar jede Substanz ist, können wir den Geist nicht an sich finden oder greifen. So we see it in terms of what's inside it. Daher sehen wir ihn sozusagen durch den Filter dessen, was in ihm ist. But this is not the mind itself. Aber das ist nicht der Geist selbst. Then he says it's effortlessly arising. Und dann heißt es hier weiter, dass er mühelos erscheint. In Tibetan this is Lundru. Und in Tibetisch ist der Begriff dafür Hundru. It means without any effort the mind shows many different experiences. Und das drückt aus, dass ohne jede Mühe der Geist viele verschiedene Erfahrungen zeigt. Just as one mirror on the side of your car can show 100,000 and more images on the way when you drive up to be in the hills here. So wie der Seitenspiegel unseres Autos mühelos Hunderttausende und mehr verschiedene Bilder zeigen kann, die an uns vorbei passieren, während wir die Hügel hier rauffahren. The mirror is not tired by this. Und der Spiegel ermüdet nicht dadurch. It fills with the image which is there, Er füllt sich mit den Bildern, die da sind, but it's not filled up in the way a cup is filled. aber er wird nicht angefüllt in der Weise, wie eine Tasse aufgefüllt wird. When the cup is filled, it comes to a limit and then it can't be filled anymore. Wenn ein Glas mit Wasser gefüllt wird, dann erreicht das irgendwann mal eine Grenze, nach der es nicht weiter gefüllt werden kann. At each moment as you're driving along the road, the mirror is filled with an image. Aber jeden Augenblick, während man die Straße entlang fährt, ist der Spiegel mit einem Bild aufgefüllt And then the next moment a new image has come. und im nächsten Augenblick ist schon wieder ein neues Bild. The reflection was there, but it wasn't inhabiting in the sense of it wasn't putting down roots. Das Bild war da, aber es bewohnte den Spiegel nicht in dem Sinne, in dem es etwa Wurzeln geschlagen hätte. It had no substantial presence, Das Bild hatte keine substanzielle Gegenwärtigkeit, but it has an effective presence. It has an energetic presence. aber es hat eine effektive Präsenz, eine energetische Gegenwärtigkeit. The Tibetan word Lundrup means arising all at once, like a sudden, almost like a volcanic mountain suddenly bursting out of the sea. Hundru bedeutet auf Tibetisch sozusagen erscheinen in einem Augenblick. Das Bild könnte sein zum Beispiel wie ein Vulkanberg, der plötzlich aus der See herausbricht. When the reflection appears in the mirror, it's just there. Wenn eine Spiegelung im Spiegel erscheint, ist sie einfach sofort da. When you look out of the window, the hill is there with all the detail of the trees. Wenn wir da aus dem Fenster schauen, ist der Hügel einfach da mit all den Details der Bäume. It's not built up piece by piece. Es wird nicht sozusagen Stück für Stück aufgebaut. If you are wanting to do a painting of what you saw outside the window, Wenn man ein Gemälde von dem, was man da draußen sieht, anfertigen will, then that will be built up piece by piece. das müsste man dann sozusagen Stück für Stück aufbauen. Even if you were doing it very quickly with watercolors, Selbst wenn wir es sehr schnell mit Aquarell machen, there would be stroke after stroke with different colors, bringing out some kind of impression of what is there. müssten wir immer noch Pinselstrich auf Pinselstrich aufhäufen mit irgendwelchen Farben, die einen gewissen Eindruck dessen wiedergeben, was da ist. But our experience is that the world arrives all of one piece. Aber unsere Erfahrung ist, dass die Welt für uns in einem Stück steht.
undivided. ungeteilt. So what that refers to is the non-duality or inseparability of showing and seeing. Worauf das sich bezieht, ist die Nicht-Trennbarkeit oder Nicht-Dualität von sich zeigen und sehen. You look out the window, the world shows itself, the big world is huge, millions, billions of leaves on all the trees. Wenn wir aus dem Fenster schauen, zeigt sich die Welt, diese riesige Welt, diese Millionen und Millionen von Blättern an den Bäumen. And it's here, Und ist da. because the showing in all the rich detail and the seeing arise together. Denn das sich zeigen in all seiner Reichhaltigkeit des Details und das Sehen sind gleichzeitig zusammen. Sometimes this term is translated as instant presence. Manchmal wird das Wort Höndrup auch als sofortige Gegenwärtigkeit bezeichnet. Which is speaking more to the subject side. Und das spricht mehr die Subjektseite an. Subject and object are inseparable. Aber Subjekt und Objekt sind untrennbar. The focus of our reading of the world can be more about the object or more about the subject. Der Fokus unserer Interpretation der Welt kann natürlich sich mehr mit dem Objekt oder mehr mit dem Subjekt befassen. If we say everything is here, Wenn wir sagen, alles ist da, implicit in that is, well, we're here too. ist implizit darin auch, nun, wir sind auch da. If this is all here, the experiencer is here as well. Wenn alles da ist, ist der Erfahrene auch hier. And if we say, I'm here, Und wenn wir sagen, ich bin hier, everything's with us. dann ist alles mit uns. So whether you start from the subject to the object or the object to the subject, these two are inseparable. They're not two oppositional categories. Wenn wir ganz ungeachtet dessen, ob wir sozusagen vom Subjekt ausgehen zum Objekt gehen oder vom Objekt ausgehen zum Subjekt gehen, ist alles gleichzeitig da. Sie sind nicht zwei getrennte substanzielle Kategorien. Ordinarily, we see them as separate categories. Aber gewöhnlicherweise erfahren wir oder sehen wir sie als getrennte Kategorien. In our duality, in our sense of being an isolated, separate individual, In dieser Dualität, in unserem Empfinden, eine separierte, ein getrenntes Individuum zu sein. the world, the environment is something we move out into along pathways constructed by our hopes and fears, desires and antagonisms and so on. Ist die Welt sozusagen ein etwas, worauf wir uns zubewegen, und zwar entlang von Pfaden und Wegen, die wir aufgrund von unseren Hoffnungen, Befürchtungen und dergleichen konstruieren. As individuals, we always have selective attention, Als Individuen haben wir immer eine selektive Wahrnehmung. because to be an individual is the product of selective attention. Denn ein Individuum zu sein, ist bereits das Produkt von einer selektiven Beachtung. Our individuality is selected from factors in the field. Unsere Individualität wird aus den Faktoren im Erfahrungsfeld selektiert. The individual is a construct that takes itself to be innate, intrinsically true. Das Individuum ist ein Konstrukt, das sich selbst aber als innewohnend, als intrinsisch wahr betrachtet. But the effortless arising is the inseparability or the co-emergence of the field and the experiencer of the field. Aber diese Untrennbarkeit ist sozusagen das gleichzeitige Erscheinen ist die Untrennbarkeit, die Koemergenz, das gleichzeitige Entspringen von dem Erfahrungsfeld und dem Erfahrenen dieses Feldes. That is to say that subject and object are how the ground shows itself. Mit anderen Worten, Subjekt und Objekt ist die Art und Weise, wie der Grund sich selbst zeigt. The richness or the creativity or the fertility of the ground spaciousness Die Reichhaltigkeit oder die Fruchtbarkeit, diese Grundraumhaftigkeit is generated by the interaction of what looks like subject and object. wird erzeugt, generiert durch die Wechselwirkung von dem, was sich wie Subjekt und Objekt darstellt. But it's not two things operating on each other. Aber es handelt sich hier nicht um zwei Dinge, die aufeinander einwirken. It is the interplay of two aspects of the ground. Es ist das Wechselspiel von zwei Aspekten des Grundes.
then he says about our own mind, it's not made by the meditation of the Buddhas and it's not affected by the stupidity of sentient beings. Weiter heißt es im Text über den Geist, er wird nicht gemacht durch die Meditation des Buddhas und er wird nicht beeinträchtigt durch die Idiotie der fühlenden Wesen. It's not a product. Er ist kein Produkt. So when we do meditation, we're not seeking to improve or develop ourselves. Wenn wir also Meditation praktizieren, dann trachten wir nicht danach, uns selbst zu verbessern oder zu entwickeln, but rather to find a way of aligning with ourselves, sondern eher geht es darum, einen Weg zu finden, uns mit uns selbst sozusagen in Übereinstimmung zu bringen, so that the non-divisibility or the non-duality of ourself creates a harmony that rings true. sodass die Unteilbarkeit oder Nicht-Dualität unseres Selbst eine Harmonie erschafft, die authentisch erscheint. So last night in the garden there was the tuning of a guitar. Gestern Abend hatten wir im Garten unten das Stimmen der Gitarre. And on the telephone there's a wonderful app that lets you know whether you are exactly on the right point. Und auf dem Telefon hat man da vielleicht so eine wunderbare App, die zeigt, ob man jetzt sozusagen den richtigen Stimmungspunkt getroffen hat. So the string is being adjusted to bring a harmonic resonance between the true note and what is produced. Dann in Worten, die Saite wird gewissermaßen fein gestimmt, um sozusagen eine Übereinstimmung zwischen der gespielten Note und dem, was tatsächlich die wahre Tonhöhe ist, in Übereinstimmung zu bringen. Now, there is one thing and something else is being brought in harmony with it. Also hier haben wir ein Ding und etwas anderes wird in Harmonie damit gebracht. You can understand how that operates. Man kann verstehen, wie das wirkt oder wie funktioniert. Because in turning the screw for the tension of the string, we are making adjustments, a bit more tight, a bit more loose. Denn indem wir die Schraube an der Seite drehen, die Stimmschraube, machen wir sozusagen Anpassungen, indem wir die Seite etwas stärker gespannt oder etwas lockerer machen. But when we are tuning into ourselves, Wenn wir aber versuchen, uns mit uns selbst in Übereinstimmung zu bringen, we're already in ourselves. dann sind wir ja bereits in uns selbst. What we're actually doing is tuning out of the mistuning. Was wir also in der Tat machen, ist, dass wir uns gewissermaßen weg von der falschen Stimmung stimmen. Our karma is a kind of terrible construction of an instrument which can only play cacophony. Unser Karma ist gewissermaßen eine totale Fehlkonstruktion eines Instruments, das nur in der Lage ist, Kakaphonie vorzubringen. When we sit, we are aware, as we observe the content of our mind, that we have many conflicting thoughts and feelings. Wenn wir da sitzen und unseren Geist betrachten, dann sehen wir, dass in unserem Geist eine Menge konfliktreiche, miteinander in Kampf und Widerspruch befindliche Gedanken passieren. One minute we can be feeling reasonably okay, and then suddenly we have a memory of a past hurt and we're really upset. Es könnte sein, dass wir da sitzen und uns im Wesentlichen ganz okay fühlen und plötzlich blitzt eine Erinnerung an eine sehr verletzende Erfahrung auf. Different cross currents create this turbulence and lack of harmony. Wir haben sozusagen verschiedenste miteinander sich kreuzende Strömungen, die Missharmonie und Konflikte erschaffen. So in the practice, when we are allowing thoughts just to be there, In der Praxis, wenn wir also den Gedanken erlauben, einfach da zu sein, we're exploring the possibility of non-reactivity. dann erforschen wir die Möglichkeit der Nichtreaktivität. That is to say, just as making a strong chord on a guitar can set up a resonance in another guitar hanging on the wall. Mit anderen Worten, wenn wir zum Beispiel auf eine Gitarre einen starken Akkord anschlagen, kann das eine Resonanz in einer anderen Gitarre hervorrufen, die an der Wand hängt. So our ego self easily goes into resonance, reactivity with events which are arising.
Und so geht auch unser Ego selbst auf sehr leichte Weise in Resonanz oder Reaktivität mit Dingen, die erscheinen. And so we're in this ongoing movement of things happening, expanding and contracting and so on. Und so sind wir in dieser fortgesetzten Bewegung von Dingen, die geschehen, in unserer eigenen Aufweitung und Kontraktion. It's not that there's anything wrong with these various movements. Nicht, dass an diesen Bewegungen, diesen verschiedenen Bewegungen an sich etwas falsch wäre. It's rather that they are preoccupying. Es ist nur so, dass wir von diesen Bewegungen vorbesetzt sind. We get filled up with them, and so we can't pay attention to that which is more subtle. Und wir sind sozusagen so angefüllt mit diesen Dingen, dass wir nicht wirklich wahrnehmen können, was tatsächlich da ist. So the function of the practice is to let go of harmonic resonance and allow these sounds just to make their mark, to reverberate for an instant and then dissolve as all sound moves into silence. Sondern die Funktion der Praxis ist sozusagen die Dinge, die passieren, wahrzunehmen, ihnen sozusagen eine Resonanz kurz zu gestatten, sie dann aber ihnen auch zu erlauben, dass die Klänge sozusagen verebben, denn das ist die Natur von den Klängen, dass sie in die Stille gehen. Because as he says, the mind is not improved by the good thoughts of the Buddha or spoiled or harmed by the bad thoughts of disturbed sentient beings. Wie es also hier heißt, der Geist wird nicht dadurch verbessert, dass die Buddhas gute Gedanken haben, und er wird auch nicht beschädigt dadurch, dass die etwas verdrehten, fühlenden Wesen schlechte Gedanken denken. And therefore, if we want to open to the actuality of our mind itself, also der Tatsächlichkeit unseres Geistes selbst uns gegenüber öffnen wollen, the activity of pursuing what we take to be good thoughts and trying to avoid what we take to be bad thoughts is not going to be helpful. Wird die Aktivität des Nachgehens den guten Gedanken und des Ausweichens vor schlechten Gedanken nicht wirklich hilfreich sein. Having good thoughts is important in terms of being in the world with others. Gute Gedanken zu haben ist wichtig im Sinne des Zusammenseins in der Welt mit anderen. It helps us respond to other beings in a compassionate and effective and supportive way. Es hilft uns anderen Wesen gegenüber in einer mitfühlenden, effektiven und unterstützenden Art und Weise zu antworten. But these thoughts, good or bad, are the radiance of the mind. Aber diese Gedanken, seien sie gut oder schlecht, sind nichts als die Strahlkraft des Geistes. Outside we see things because of the light of the sun. Draußen sehen wir Dinge, weil die Sonne scheint, das Licht da ist. So we might decide, oh, the sun must be very important. I'm going to have a look at it and see what it's like. Also könnten wir uns entscheiden, dass die Sonne selbst sehr wichtig sein muss, und jetzt werde ich mal gucken, was die Sonne selbst ist und wie die aussieht. So we look at the sun. Dann schauen wir die Sonne an. And after a while we go blind. Und nach einer Weile sind wir blind. This is the problem. Das ist das Problem. The kind of gaze which will illuminate or keep you in contact with the energy of the mind, with the energy of the radiance of the sun, Dass die Art und Weise des Schauens, die uns in Kontakt mit der Beleuchtung oder der Leuchtkraft der Sonne oder des Geistes halten wird, that organization or mobilization will not help you see the mind itself. diese Art von Organisation oder Mobilisierung wird uns nicht helfen, den Geist selbst zu erkennen. We need to have another way of looking. Wir brauchen eine andere Art und Weise des Schauens. And this is what he'll come on to when we look at the practice. Und das ist das, worüber hier die Rede sein wird, wenn wir die Praxis selbst anschauen. Mind's original nature does not depend on causes and conditions. Die ursprüngliche Natur des Geistes hängt nicht von Ursachen und Bedingungen ab. This building depends very much on causes and conditions. Dieses Haus hier hängt natürlich sehr stark von Ursachen und Bedingungen ab. There are water bills to be paid, electric bills to be paid. Es gibt Wasserrechnungen, Stromrechnungen, die bezahlt werden müssen. After a storm or a heavy winter, the repairs to be carried out. Nach einem Sturm oder nach einem schweren Winter sind hier Reparaturen zu machen.
various forces brought the building into existence, and later other forces will bring it into destruction. Verschiedene Kräfte haben dieses Haus hier in seine Existenz gebracht und andere Kräfte werden später dann für seine Zerstörung sorgen. See that in the forest. Man kann das sehr gut im Wald sehen. Generally, the trees that are in the middle of the forest are safer from the storm than the ones at the edge. Allgemein gesprochen sind Bäume, die mehr mitten im Wald stehen, vor Stürmen sicherer als die am Waldrand stehen. When you get a sudden gust of wind at 150 kilometers, it will knock down trees at the edge of the forest. Und wenn da plötzlich ein Sturm von 150 Stundenkilometern aufkommt, dann wird es vielleicht die Bäume, die am Rande stehen, niederreißen. It doesn't mean that the tree in the middle of the forest is stronger than the tree at the center. Das bedeutet nicht, dass der Baum in der Mitte des Waldes stärker ist als der am Rand. But due to causes and conditions, due to its location and the way it catches the strong movement of the wind, that tree, big and strong, falls over. Sondern eher, dass aufgrund von Ursachen und Bedingungen, aufgrund der Art und Weise, wie so ein Baum windfängig ist und so weiter, eben dieser starke Baum umfällt. Some people die very early in life. Manche Menschen sterben sehr früh im Leben. Other people have long, healthy lives. Andere Leute haben ein langes und gesundes Leben. It doesn't mean that the people who have long lives are better than people with short lives. Das bedeutet nicht, dass die Leute, die ein langes Leben, besser sind als die ein kurzes Leben haben. Although it can be grasped at in a narcissistic way. Obwohl man natürlich daran auf eine narzisstische Art und Weise greifen kann. My long life says something about me. Mein langes Leben sagt etwas über mich aus. All it says about you is that you're not dead yet. Alles, was es sagt, ist, dass wir noch nicht tot sind. It doesn't mean you're a good person, or it doesn't mean anything. Das bedeutet nicht, dass wir eine gute Person sind, das bedeutet eigentlich gar nichts. But we tend to impute some essence. Wir haben die Neigung dazu, da gewissermaßen eine gewisse Essenz hineinzumogeln. But actually, whether we live a long time or a short time, it depends on the interplay of circumstances. In Wirklichkeit, ob wir lange oder kurz leben, hängt von einem Wechselspiel von vielen Bedingungen oder Umständen. Due to family inherited conditions, people can develop cancer in childhood. Aufgrund von vererbten Familienbedingungen könnten Leute schon in der Kindheit Krebs entwickeln. And we know that certain diseases like cancer and HIV have often been seen as dirty diseases. Wir wissen, dass viele oder gewisse Krankheiten wie Krebs oder HIV als schmutzige Krankheiten betrachtet werden. As if they are particularly some sign of a moral failing. So als ob sie ein besonderes Anzeichen eines moralischen Versagens wären. In the Middle Ages, when leprosy was quite prevalent in Europe, it was seen in the same way. Und auch Lepra, wo im Mittelalter hier relativ stark vorhanden war, wurde in der gleichen Weise betrachtet. Lepers were seen as unclean. Die Leprakranken wurden als unsauber betrachtet. Not just in terms of the nature of the wounds that they carried, the lesions and so on. Nicht nur im Sinne der Natur der Wunden und Verletzungen, die sie trugen, but as if it was a sign of some kind of inner corruption. Sondern so, als ob das ein Anzeichen einer inneren Verderbtheit wäre. That is to say, the human mind is always trying to organize explanations about what things mean. Das bedeutet, dass unser Geist, menschlicher Geist, immer versucht, irgendwelche Erklärungen zu organisieren, um zu erklären, was Dinge bedeuten. And when we look back at the ideas, say, of Galen, wenn man in die Ideen von Galen zurückschaut, whose thinking on medicine governed European thought for almost 2000 years. Dessen Denken in der europäischen Medizin fast 2000 Jahre in der westlichen Medizin vorgeherrscht hat. It looks crazy to us. Es erscheint uns ziemlich verrückt. But many treatments were carried out inside that particular understanding. Aber viele Behandlungen wurden sozusagen aufgrund dieser besonderen Verstehensweise ausgeführt. What we have to see is that understandings of causes and conditions are always interpretations. Was wir sehen müssen, ist, dass das Verstehen von Ursachen und Bedingungen immer Interpretationen sind.
treatments of cancer are coming out. Neue Krebsbehandlungen sind am Entstehen. Using different kinds of bacteria and so on. Werden neue Bakterien entdeckt und so weiter. And this will give rise after a while to new understandings of what a cancer is. Nach einer Weile wird das ein neues Verstehen dessen, was Krebs ist, hervorbringen. But what he's saying here very clearly is the mind is beyond all of that. Was aber hier ganz klar gesagt wird, ist, dass der Geist selbst jenseits von all dem ist. It's not at the mercy of cultural interpretations, Er ist nicht der Gnade der kulturellen Interpretation ausgeliefert of the recent discoveries of science. und auch nicht den jüngsten Entwicklungen oder Entdeckungen der Wissenschaft. It's not a thing which can be apprehended for a kind of material examination. Es ist kein Ding, das sozusagen einer materiellen Untersuchung ausgesetzt werden könnte. It hasn't arisen from a cause. Er ist nicht aufgrund einer Ursache erstanden. It's not modified by the action of causes and conditions. Er wird nicht durch die Wirkung von Ursachen und Bedingungen modifiziert. And it won't come to an end due to causes and conditions. Und er wird auch kein Ende finden aufgrund von Ursachen und Bedingungen. Then he says, it is void, without inherent self-substance, and is free of all conceptual elaboration. Was es dann weiter heißt, ist, er ist leer, ohne eine innewohnende Eigensubstanz und frei von allen begrifflichen Ausarbeitungen. Means there is no solid essence, no substance to the mind. Und das bedeutet, dass es da keine feste Essenz oder Substanz im Geist gibt. The mind is the presence of nothing. Der Geist selbst ist die Gegenwärtigkeit von nichts. We'll look later as we come into the meditation that when you look for your mind, you don't find anything. Wir werden später weiterschauen, wenn wir zu dem Thema Meditation kommen, dass wenn wir nach unserem Geist schauen, wir nichts Besonderes finden, nichts Spezielles finden. This doesn't mean that there's nothing there at all. Und das bedeutet natürlich nicht, dass es überhaupt nichts gibt. We're here just now. Wir sitzen ja hier jetzt. Something is registering. Irgendetwas nimmt wahr. The experiencer is having so many experiences, Der Erfahrene hat so viele Erfahrungen. but this experiencer cannot be caught as something. Und doch kann der Erfahrer oder der Erfahrene sozusagen nicht als etwas gegriffen werden. So again with the traditional example, the mirror shows itself through the reflection, but it never shows itself directly. Um mit dem traditionellen Beispiel zu bleiben, der Spiegel zeigt sich dadurch, dass er Reflexionen zeigt, aber er zeigt sich niemals sich selbst. We see the mirror in terms of its qualities, Wir sehen den Spiegel durch seine Eigenschaften, its capacity to show reflections, durch seine Fähigkeit, Spiegelbilder zu zeigen. but there is no mirror per se to catch hold of. Aber es gibt keinen Spiegel per se, oder Spiegelhaftigkeit per se, die man festhalten könnte. When you look in the mirror, you see not mirror. Wenn man in den Spiegel schaut, sieht man nicht Spiegel. You see the reflection of your face, of the wall behind you and so on. Wir sehen die Spiegelung unseres Gesichts und der Wand hinter uns und so weiter. When you look in your mind, you see thoughts, feelings, memories and so on. Wenn wir in unseren Geist schauen, sehen wir Gedanken, Gefühle, Empfindungen und so weiter. These are the reflections or the radiance of your mind, Das sind die Reflexionen oder die Strahlen unseres Geistes, but not the mind itself. aber nicht der Geist selbst. And this is very, very important Das ist sehr, sehr wichtig. because it deals with the nature of freedom. Denn das handelt von der Natur der Freiheit. When the Buddha awoke, when he had this enlightenment, he gained freedom. Als der Buddha erwachte, als er diese Erleuchtung erfuhr, erlangte er Freiheit. Freedom from identification with the content of the mind as being a true description of who he really was. Die Freiheit von der Identifizierung mit dem Inhalt seines Geistes als der Beschreibung, wer er wahrhaft war. We all have opinions about ourselves. Wir alle haben Meinungen über uns. We are likable or not likable, generous, not generous, and so on. All kind of ideas we have. Wir können denken, wir sind jemand, den man gut mögen kann, oder wir denken, wir sind jemand, den man nicht mögen kann. Wir denken, wir sind großzügig, oder wir denken, wir sind nicht großzügig. Alle verschiedenen Ideen über uns selbst. These may have more or less truth in them.
Diese Dinge können natürlich mehr oder weniger wahr sein. If they have truth in them, they are generated out of particular moments of our activity. Wenn sie Wahrheit in sich tragen, dann werden sie aus bestimmten Augenblicken unserer eigenen Aktivität erzeugt. We may have thought we would give something to charity and then didn't do it. Vielleicht haben wir einen Gedanken gehabt, sozusagen eine Wohltätigkeit, irgendwas zu spenden, und dann haben wir es nicht gemacht. And we might think, oh, maybe I'm a bit mean. Und dann haben wir vielleicht gedacht, oh, vielleicht bin ich ein wenig geizig. So there is a moment of not giving, Dann gibt es diesen Augenblick des Nichtgebens, arising to whatever causes and circumstances are in the mind. und das geschieht aufgrund von was immer an Ursachenbedingungen im Geist gerade steht. The moment passes, Dieser Augenblick vergeht, but it generates a conclusion. aber er schafft auch gleichzeitig eine Schlussfolgerung. A conclusion which seems to have a general validity. Eine Schlussfolgerung, die eine allgemeine Gültigkeit zu haben scheint. I am mean. Ich bin geizig. Why do you think you're mean? Warum denkst du, du bist geizig? Oh, well, I didn't give that money, I said I would. Oh, ich habe dieses Geld nicht gegeben, von dem ich versprochen habe, ich würde es geben. So, that's the way in which a momentary occurrence takes on a life which is much bigger than itself. Das ist die Art und Weise, wie ein momentanes Geschehen ein Eigenleben annimmt, das viel größer ist als dieses Geschehen selbst. This is what he's meaning here by thought proliferation or conceptual elaboration. Das ist das, was hier mit dem Begriff Vermehrung von Gedanken oder von begrifflicher Ausarbeitung gemeint ist. That we are capable of generating many, many different thoughts, many word pictures, concepts, ideas and so on. Dass wir die Fähigkeit haben, viele, viele Gedanken zu erzeugen, Interpretationen, Konzepte, Weltanschauungen und so weiter. And these thoughts in the semiotic web generate a kind of meaning. Und diese Gedanken in ihrem semiotischen Netz schaffen eine Menge von Bedeutungen. But none of the thoughts that can be elaborated touch the mind itself. Aber keines dieser Gedanken, die man ausarbeiten kann, berühren den Geist selbst. And this is something very strange and paradoxical. Und das ist etwas sehr Seltsames und Paradoxes. The thoughts which are inside our mind, Die Gedanken, die sich in unserem Geist befinden, which are so intimate to us, die uns so intim sind, don't touch our mind. berühren diesen Geist nicht. The reflection which is in the mirror, Die Spiegelung, die in dem Spiegel ist, it has nowhere else to be, it's in the mirror, sie hat keinen anderen Platz zu sein als im Spiegel, doesn't touch the mirror. berührt den Spiegel nicht. The mirror is free of that which is completely inside it. Der Spiegel ist vollkommen frei von allem, das vollständig in ihm ist. So when we say, I am mean, Wenn wir also sagen, ich bin geizig, this thought touches a thought. berührt dieser Gedanke lediglich einen Gedanken. That is to say, another thought arises, oh, I don't want to be mean, I'm going to change my life. Mit anderen Worten, ein anderer Gedanke steht, der dann sagt, ich will aber nicht geizig sein, ich muss mein Leben verändern. And so chains of signifiers are set in motion. Und so werden Ketten von Bedeutungsträgern in Bewegung gesetzt. But this doesn't affect the mind itself. Aber das berührt den Geist selbst überhaupt nicht. Because as I was saying earlier, whether I'm a generous person or I'm a mean person, whether I'm a Buddha or an ordinary sentient being, this doesn't change the base, the ground, the nature of the mind. Denn wie es vorher schon hieß, ob ich jetzt ein großzügiger Mensch oder ein geiziger Mensch, ob ich ein Buddha bin oder ein verwirrtes Wesen, verändert überhaupt nicht den Grund oder die Basis des Geistes. The Buddha is the one who recognizes the nature of the mind. The sentient being is the one who doesn't recognize the nature of the mind. Der Buddha ist derjenige, der die Natur des Geistes erkennt, und das fühlende Wesen ist derjenige, der diese Natur nicht erkennt. Things are not invented by being seen. Die Dinge werden nicht erfunden, indem man sie sieht. When the European explorers were going out into the world, Als die europäischen Erforscher in die Welt hinausgingen, they would stick their own names onto everything.
klebten sozusagen ihre eigenen Namen auf alles drauf. The fact that there were local native people there who had their own names for that hill or that bay was irrelevant. Die Tatsache, dass es auch lokale Leute gab, die für diesen Hügel oder für das oder jene schon einen eigenen Namen hatten, war vollkommen unwichtig. Because appropriation is difficult without naming. Denn das Aneignen, die Besitzergreifung ist schwierig ohne Benennung. You have to own something, you can't own nothing. Man kann nur etwas besitzen, man kann nichts besitzen. So if you want to have ownership, first of all you have to create the framework of some things. Wenn man also Besitztum haben will, dann muss man erstmal einen Bezugsrahmen von eine Menge etwas herstellen. So the first thing the colonialists do is they establish the true existence of an empty country. Also was Kolonialisten als erstes tun, ist, dass sie die wahre Existenz von einem zuvor leer gewesenen Land etablieren. And we do this by wiping out the significance of all the native people who are there. Und das machen wir, indem wir die ganzen Bedeutungsträger der eingeborenen Leute, die dort sind, hinauslöschen. The customs, the names they give to the hills, the valleys, the rivers and so on. Ihre Sitten, ihre Benennung von Hügeln, Tälern, Flüssen und so weiter. Now the map is empty, we write whatever we want on it. Jetzt ist die Landkarte leer und jetzt schreiben wir in die Landkarte, was immer wir wollen. Then it is what we say it is. Und dann ist es das, was wir sagen, dass es ist. Now, this is the movement within the energy or the manifestation which is grasped by the subject. Das ist nun die Bewegung innerhalb der Energie oder der Manifestation dessen, was durch das Subjekt ergriffen wird. For example, at the end of the First World War, Britain and France were very busy cutting up the Middle East. Zum Beispiel am Ende des Ersten Weltkrieges war Großbritannien und Frankreich sehr damit beschäftigt, den Nahen Osten in Stücke zu schneiden. France got Syria, Britain got Palestine, in the bit of Jordan and Iraq. Frankreich bekam Syrien und Großbritannien bekam Palästina, ein bisschen von Jordanien und den Irak. These were our spheres of control. Das waren Kontrollsphären, Einflusssphären. Because the bad Ottoman Empire had been supporting the Axis powers. Denn das böse Ottomanische Reich hat die Achsenmächte unterstützt. And so they had lost the right of ownership. Und damit haben sie ihre Besitzrechte verloren. Now it's our chance. Das ist jetzt unsere Chance. And we've fucked it up. Dann haben wir es kaputt gemacht. It's like that. Und das ist so. And this is the history of the world. Das ist die Geschichte der Welt. It's endless redrawing of the lines on the map. Ein endloses Neuzeichnen von Linien auf der Karte. It's only very, very recently that we start to be aware of ecology. Es ist sehr, sehr jung noch, dass wir überhaupt sowas wie Ökologie wahrnehmen. And ecology is an attempt to look at the earth in terms of the earthness of the earth. Ökologie ist sozusagen der Versuch, die Erde im Begriffen der Erdhaftigkeit der Erde anzuschauen. To let the earth show itself, to be seen, to speak. Der Erde zu erlauben, sich selbst zu zeigen, gesehen zu werden und zu uns zu sprechen. That is to say, there's something there before you own it. Dann in Worten, da gibt es schon etwas, bevor wir es besitzen. Now, if you're an oil company, you don't want to hear any of that. Wenn wir jetzt eine Ölgesellschaft sind, dann wollen wir natürlich nichts davon hören. We have bought the rights to drill in this place. Wir haben die Schürfrechte in diesem Ort gekauft. It's on a piece of paper, it's guaranteed by law. Es ist auf einem Stück Papier und es wird durch das Gesetz gesichert. But law belongs to culture. Aber Gesetz ist natürlich etwas Kulturelles. And according to the law, nature belongs to culture. Und gemäß dem Gesetz gehört auch die Natur der Kultur. But of course, without nature, you wouldn't have culture. Aber natürlich würden wir ohne Natur keine Kultur haben. So this is like the child deciding to put poor old mum in an old folks' home.
This is like the child deciding to put poor old mother in an old person's home. Und das ist wie das Kind, das die Entscheidung trifft, die arme alte Mutter in ein Seniorenheim zu stecken. Mama gave birth to you, Die Mama hat uns geboren, fed you, hat uns gefüttert, gave you everything you needed, gab uns alles, was wir gebraucht haben. and now too much trouble. Und jetzt ist zu viel Schwierigkeiten mit ihr. Bye bye, Mama. Tschüss Mama, See you next month. wir sehen uns nächstes Monat. Mhm. This is the relation of nature to culture. Das ist die Beziehung zwischen Natur und Kultur. Nature is the mother. Die Natur ist die Mutter We are the children. und wir sind die Kinder. And we say to Mother Nature, shut the fuck up. Und wir sagen zu der Mutter Natur, halt die Klappe. We will decide what to do. Wir werden entscheiden, was zu tun ist. Because now we can genetically modify the crops, we can make the whole world in our own image. Wir können heutzutage genetisch die Pflanzen verändern, die Erntepflanzen verändern. Und wir können die Welt sozusagen gemäß unserem eigenen Bild gestalten. We don't need shamanistic respect for the earth spirits. Wir brauchen keinen schamanistischen Respekt für die Erdgeister. We don't need religious gratitude to God for creating the world. Wir brauchen keine religiöse Dankbarkeit an Gott, dass er die Welt erschaffen hat. Because we now clearly are the masters. Denn wir sind klarerweise heutzutage die Meister. We are victorious. Wir sind siegreich. We have climbed and conquered Mount Everest. Wir haben den Mount Everest bestiegen und besiegt. It's amazing. We have conquered this mountain. Wir haben also wirklich erstaunlicherweise diesen Berg besiegt. Of course, every year a few hundred people die on Mount Everest Natürlich jedes Jahr sterben ein paar hundert Leute am Mount Everest, because the mountain is not exactly weak. denn der Berg ist nicht wirklich so ganz All schwach. over the world there are signs of the unstable nature of this environment. In der ganzen Welt gibt es klare Zeichen der instabilen Natur dieser ganzen Umwelt. But the fantasy of ownership and control remains dominant. Aber die Fantasie von Besitztum und Kontrolle bleibt dominant. Look, the ego is culture, Das Ego ist die Kultur, it's not nature. ist nicht die Natur. The mind itself is nature. Der Geist selbst ist die Natur. The Rigpa, awareness, the natural clarity of the mind, this is the given. This is what is just here. Rigpa oder die Bewusstheit, die natürliche Klarheit des Geistes ist das, was gegeben ist, was auf natürliche Weise da ist. But just as culture is always developing and recreating, reinventing itself, so is the ego. So wie die Kultur ständig sich neu erschafft und neu erfindet, so ist auch das Ego. So, when he's saying that the mind is void and without inherent self-substance, Wenn er also sagt, dass der Geist leer und ohne innewohnende Substanz ist, it's meaning that there is nothing there to be acted on. dann bedeutet das, dass es nichts gibt, worauf man einwirken müsste. When you buy a piece of land, Wenn man ein Stück Land kauft, maybe you're quite strong and you get a shovel and you dig 1 meter, maybe 2 meters into the garden. dann ist man vielleicht noch stark und nimmt eine Schaufel und gräbt ein Loch von 1-2 Metern im Garten. But unless you're trying to secretly bury your wife, there's no reason to dig it any deeper. Also, aber abgesehen davon, wenn man vielleicht sozusagen im Geheimen die eigene Frau begraben will, gibt es keinen Grund, tiefer zu graben. We don't care very much what's 20 meters down. Es kümmert uns nicht allzu sehr, was da 20 Meter tiefer ist. We think, oh, can we grow some flowers? Wir denken, kann ich vielleicht ein paar Pflanzen, ein paar Blumen wachsen lassen? Our relation is with the surface. Unsere Beziehung bezieht sich auf die Oberfläche. But what is the depth? Was ist aber die Tiefe? Tibetans talk of Zabgye. Zab means deep and profound. Tibetisch spricht man von Sabgye und Sab bedeutet tief oder profund. And Gye means expansive or radiant or manifesting. Und Ge bedeutet sich ausweitend, strahlend oder sich manifestierend. These are inseparable. Und diese beiden sind untrennbar. But in the realm of the ego, we only have the Gepa, the expansion, the proliferation, the multitude of interpretations.
Aber in den Begriffen des Ego haben wir nur den Gepa-Aspekt, dieses sich ausweiten, die Produktion, das Vermehren, diese oberflächlichen Aspekte. And of course, again, the great paradox is we can only have all of these productions because the mind itself is empty. Und eines dieser großen Paradoxien hier ist, dass wir diese ganze Produktion haben können, weil der Geist selbst leer ist. The emptiness of the mind is its non-fillability. Die Leerheit seines Geistes ist die Tatsache, dass er nicht gefüllt werden kann. And so new forms can ceaselessly arise. Und so können neue Formen unaufhörlich aufkommen. So the emptiness of the mind is not nothing at all. Dass die Leerheit des Geistes nicht ein Nichts ist. But it's what makes the mind the source of all experience. Sondern sie ist das, was den Geist zur Quelle von aller Erfahrung werden lässt. The ego is not like that. Ego ist aber nicht so. Our ordinary sense of self is full of limitations. Unser gewöhnliches Empfinden von selbst ist voller Begrenzungen. And therefore we have to edit our experience of the world. Und deswegen müssen wir unsere eigene Erfahrung der Welt ständig editieren. Because I am who I am, Denn weil ich bin, wer ich bin, I don't do that. mag ich das nicht. I don't eat that. I don't wear that. I don't say that. Ich esse das nicht. Ich trage diese Kleider nicht. Ich sage solche Dinge nicht. This is our selectivity based on the smallness or the delimitation of our sense of self. Das ist unsere Selektivität, die auf der Grundlage unserer Kleinheit, unserer Begrenztheit des Empfindens, wer wir sind, basiert. So what he's saying here very clearly is, even in this moment of your narrowing self-definition, Und was er hier ganz klar sagt, ist, dass selbst in diesem Augenblick unserer beengenden Selbstdefinition, no matter how intense your definition of yourself, ganz ungeachtet dessen, wie intensiv die Definition unseres Selbst sei, whether you think I'm wonderful or I'm useless, I'm a waste of space, I wish I was dead, ob wir denken, ich bin wunderbar, oder ob wir denken, wir sind vollkommen nutzlos, wir beanspruchen hier unnötigerweise den Raum, ich wünschte, ich wäre tot. this is just a thought arising in space. All das ist nichts anderes als ein Gedanke, der im Raum entsteht. It only defines itself. Er definiert nur sich selbst. It doesn't define you, because you are not the thought. Es definiert nicht uns, denn wir sind nicht der Gedanke. When you are caught in a thought, Wenn wir der Gedanke im Gedanken sind, it is as if that is you. dann stellt es sich so dar, als ob es wir wären. Just as when the reflection is in the mirror, that's what you see. So wie wenn die Spiegelung im Spiegel ist das, was wir sehen. Over the years I've worked with many suicidal people. Über die Jahre habe ich mit vielen Selbstmordkandidaten gearbeitet. And it's very clear when somebody is strongly committed to the idea that they are useless, there's nothing in the world for them, no one's ever going to care for them. When that's in place, then the ground they stand on is very small. Und es ist völlig klar, dass wenn sie sehr stark sich der Idee verschrieben haben, dass sie nutzlos sind, dass es keinen Sinn gibt, warum sie da sein sollen, dass sich niemand um sie kümmern wird, ist ganz klar, dass der Boden, auf dem sie stehen, sehr, sehr schmal ist. It's easy to die. Und dann ist es leicht zu sterben. Take a lot of alcohol, this thought strongly arises and you kill yourself, cut your wrist or whatever. Du nimmst eine Menge Alkohol, dann kommt dieser Gedanke auf eine sehr starke Weise auf und dann tötest du dich, indem du dir zum Beispiel die Pulsadern durchschneidest oder was immer. All the potential of the person has been collapsed into a concept. Das ganze Potenzial der Person kollabierte sozusagen into dieses Konzept. This is tragic Und das ist tragisch and can easily lead to death. und kann leicht zum Tode führen. In the same way, if you belong to one religious group and you believe that you have the truth, that could be the basis for killing all the people who belong to different religious groups. In der gleichen Weise könnte es sein, dass wenn man einer religiösen Gruppe angehört und
sich im Vollbesitze der Wahrheit wähnt, dass man dann auch einen guten Grund hat, die Angehörigen anderer religiösen Gruppen zu töten. As soon as we strongly bind ourselves to a fixed position, we become dangerous to ourselves and to others. Sobald wir uns selbst an eine starke, fixierte Position stark fesseln, binden, werden wir uns selbst gegenüber und auch für andere gefährlich. There is no correct position in life. Es gibt keine korrekte Position im Leben. We ourselves have had many different forms of manifesting in the course of our years. Wir selbst haben viele verschiedene Positionen manifestiert im Verlauf unseres Lebens. We live in different ways according to circumstances. Wir haben in verschiedene Weisen gelebt, gemäß den Umständen. This arises because we have a great potential. Und das passiert, weil wir ein großes Potenzial haben. We always have the potential to be other than how we are today. Wir haben immer das Potenzial, anders zu sein, als so, wie wir heute sind. So, strong definition is the main site of obscuration to the potential, which is the radiance of the openness. Also eine starke Position ist immer sozusagen der Hauptsitz der Verdunklung, der uns blind gegenüber dem Potenzial unserer Strahlkraft der Offenheit macht. So then he says at the beginning, mind itself is without source and so is void. Da heißt es ferner, am Anfang ist der Geist ohne eine Quelle und so leer. Our shoes come from somewhere, our watches come from somewhere. Unsere Schuhe kommen von irgendwoher, unsere Uhren kommen von irgendwoher. But the mind doesn't come from anywhere. Aber der Geist kommt von nirgendwo. There is no factory creating it. Es gibt keine Fabrik, die Geist erschafft. It's not produced out of anything else. Und er wird auch nicht aus irgendeinem anderen Material hervorgebracht. It's there from the very beginning. Er ist da von einem Anfang an. But there's something which is unborn. Aber als etwas, das ungeboren ist. Unborn doesn't mean alive, not alive. Und ungeboren bedeutet hier nicht, nicht am Leben. It's not dead. Es ist nicht tot. It's that it hasn't entered into the sphere of things which can be measured and located. Das bedeutet lediglich, dass der Geist nicht die Sphäre der Dinge betreten hat oder in die Sphäre eingetreten ist von Dingen, die in irgendeiner Weise gemessen oder lokalisiert werden könnten. So he's not talking about anything else, he's talking about us. Und hier spricht er nicht etwa über irgendwas, sondern über uns. We're here, something's happening for us. Wir sind hier, irgendetwas geschieht für uns. We make sense of what is happening by identifying with the subjective thought. Wir machen Sinn aus dem, was geschieht, indem wir uns mit dem subjektiven Gedanken identifizieren. This is like a kind of reflection in the mirror. Das ist wie eine Art Spiegelung im Spiegel. But the pure experiencer, or the experiencer itself, the awareness, the clarity of the mind, Der reine Erfahrer, der Erfahrende selbst, die Klarheit des Geistes, has never been born. wurde niemals geboren. It hasn't become a thing anywhere. Es wurde niemals zu einem Ding irgendwo. And so it says it's void, it's empty. Und so heißt es hier, es ist leer. And in the middle, the mind doesn't rest anywhere. Und in der Mitte verweilt der Geist nirgendwo. Everything in this room is somewhere. Alles in diesem Zimmer ist irgendwo. My glasses are in my right hand. Meine Brille ist in meiner rechten Hand. My book is resting on my left thigh. Und das Buch liegt auf meinem linken Oberschenkel. Each of us is somewhere. Jeder von uns sitzt irgendwo. Outside, every blade of grass, every leaf on the tree is located somewhere, resting on something. Draußen, jedes Grashalm, jedes Blatt eines Baumes ist irgendwo und ruht auf irgendwas. This is the interdependence of all manifesting phenomena. Und das ist die Interdependenz, die wechselseitige Abhängigkeit aller sich zeigenden Phänomene. But our mind, what is it resting on? Aber unser Geist, worauf beruht er oder worauf ruht er? Everything is in the mind. Alles ist im Geist. You can say the space, the planet is in space.
Mit dem Raum könnten wir sagen, der Planet befindet sich im Raum. The atmosphere, composed of the air that we breathe, this is also in space. Die Atmosphäre, also die Zusammensetzung der Luft, die wir atmen, ist auch im Raum. But the space is not in anything, it's not resting on anything. Aber der Raum ist nicht in etwas, er ruht nicht auf etwas. Because it is the openness within which things are occurring. Denn der Raum selbst ist die Offenheit, in der Dinge erscheinen können. What in the Buddhist tradition is called the Dharma Dhatu. Und das ist das, was in der buddhistischen Tradition als der Dharma Dhatu bezeichnet The wird. space within which all phenomena appear. Das ist der Raum, in welchem alle Phänomene erscheinen. And at the end, the mind has no destination, and so it is void. Und am Ende hat der Geist kein Ziel, keine Bestimmung und ist auf diese Weise leer. While we're alive, our bodies are going here and there. Während wir am Leben sind, gehen unsere Körper hier und dort. And when we're dead, our bodies don't have many possibilities. Und wenn wir aber tot sind, haben unsere Körper nicht mehr viele Möglichkeiten. Depending on the culture, they're buried or burned or given to the wild animals to eat, or if you're in California, maybe frozen. Gemäß der Kultur werden unsere Körper dann entweder begraben oder verbrannt oder vielleicht an die wilden Tiere verfüttert oder, wenn man in Kalifornien ist, eingefroren. But this is our destination, death. Das ist unsere Bestimmung, der Tod. But where does the mind go? Wo geht aber der Geist hin? The mind is not a thing in relation to other things. Der Geist ist ja kein Ding, das in Beziehung steht zu anderen Dingen. It has never been born, so how will it die? Er wurde nie geboren, wie will er also sterben? Our body is born and it dies. Unser Körper wird geboren und stirbt. Each emotion we have is born and then it vanishes. Jede Emotion, die wir haben, wird geboren und dann verschwindet sie. You cook lunch, you eat it, and it's gone. Man kocht ein Mittagessen, dann isst man es und dann ist es weg. We're young for a while and then we find that we're getting older. Wir sind für eine Weile jung und dann finden wir heraus, dass wir älter werden. All manifesting forms are transient. Alle sich zeigenden Formen sind vorübergehend. But the mind is not a transient form. Aber der Geist ist keine vorübergehende Form. This explanation is very important for meditators. Und diese Erklärung ist sehr wichtig für Meditierende. Because the biggest problem in meditation is to merge into a thought, a feeling, sensation and take it to be yourself. Denn das größte Problem in Meditation ist, mit einem Gedanken, einer Empfindung, einem Gefühl zu verschmelzen und es dann für sich selbst zu halten. This is our normal way of using language. Und das ist auch die normale Art und Weise, wie wir Sprache gebrauchen. You meet a friend, they say, how are you? Wir treffen jemanden, einen Freund und sagen, wie geht's dir? You say, oh, I'm a bit tired these days. Und dann sagt er, oh, ich bin in diesen Tagen jetzt etwas müde. Oh, what's been happening? And then you tell them the story. Und dann fragen wir, oh, was war denn los? Und dann erzählen wir eine Geschichte. When we say, I'm tired, this seems to be something true about ourselves. Wenn wir jemandem sagen, ich bin müde, dann scheint das etwas Wahres zu sein, das wir über uns selbst mitteilen. I am tired. Ich bin müde. This am indicates being, indicates something essential or profound about ourselves. Und dieses bin in diesem Satz indiziert etwas Wahrhaftes, etwas, was tiefgründig und essentiell über uns selbst aussagt. But when we start to come into Dharma and we reflect on impermanence and we start to become able to do a bit of mindfulness, wenn wir aber in den Dharma kommen, sozusagen die anfangen über die Unbeständigkeit, Veränderlichkeit zu reflektieren und vielleicht auch etwas Achtsamkeit zu entwickeln, we start to see, oh, tiredness is a transient state manifesting in my mind. Beginnen wir zu erkennen, dass auch Müdigkeit ein vorübergehender Zustand ist, der sich in unserem Geist manifestiert. I can tilt towards it and merge in it, and then it is as if I am tired. Ich kann dazu neigen, mich ihm gegenüber zu neigen und mit ihm zu verschmelzen. Dann ist es so, als ob ich wahrhaft müde bin. Or I can tilt slightly away from it and observe it. Oder ich kann mich sozusagen ein bisschen von ihm wegneigen und ihn beobachten.
and become aware that the experience of tiredness is arising and passing. Und dann bewusst zu werden, dass die Erfahrung von Müdigkeit etwas ist, was erscheint und vorübergeht. And indeed that even the notion of tiredness is a composite, is a conclusion. Und sogar wahrzunehmen, dass der Begriff von Müdigkeit selbst schon bereits ein zusammengesetztes Konstrukt, eine Schlussfolgerung ist. Which has been brought together as a kind of diagnosis on the basis of certain transient signs and symptoms. Die zusammengestrickt worden ist als eine Art Diagnose aufgrund von vielen verschiedenen einzelnen Zeichen und Symptomen. This is what we experience if we do Vipassana meditation. Das erfahren wir zum Beispiel, wenn wir Vipassana-Meditation machen. By scanning through the body, Indem wir den Körper durchleuchten, we realize that the building blocks of everything we would say about ourselves realisieren wir, dass die Bausteine von allem, was wir über uns selbst sagen könnten, are actually transient and ungraspable. in Wirklichkeit vorübergehend und ungreifbar sind. My sore shoulder Meine wehtuende Schulter is not a thing, but this is a conclusion, it's a concept. ist kein Ding, sondern ist eine Schlussfolgerung, ein Konzept. And when I look at what are the phenomena on which this concept is resting, Und wenn ich schaue, was die Phänomene sind, auf denen dieses Konzept beruht, one time when I look, there's a heavy feeling. zu einer Zeit, wenn ich sie anschaue, ist es vielleicht ein schweres Gefühl, Then there's a hot feeling, dann gibt es vielleicht ein heißes then a Gefühl, stabbing feeling. dann ein Gefühl von Schmerz, Each of these is Stechen. like a firefly shooting in the sky. Und das ist wie ein Glühwürmchen, das man im Himmel sieht. You can't really get a hold of it. Du kannst nie wirklich greifen. And yet when you package it together, my shoulder is sore, Wenn ich aber das alles zusammenschnüre und dann zu dem Konzept, meine Schulter ist wund oder tut weh, then you seem to have a reliable point of reference. dann scheinen wir einen verlässlichen Bezugspunkt zu haben. You tell someone your shoulder is sore. Dann können wir jemandem sagen, meine Schulter tut weh. When they see you the next day, they ask, how is your shoulder? Wenn sie uns am nächsten Tag wieder treffen, dann fragen sie, wie geht's denn deine Schulter? To care for people is to take their problems seriously. Sich um Leute zu sorgen oder für sie zu sorgen, heißt auch ihre Probleme ernst zu nehmen. Most of our human interaction is based on a mutual contract of solidification of concepts. Und das meiste, was an Wechselwirkung zwischen Menschen passiert, ist sozusagen ein wechselseitiger Vertrag, ein Einverständnis darin, die Konzepte, die wir haben, gegenseitig zu bestätigen und zu befestigen. That is to say, we don't understand what a concept is. Dann in Worten, wir verstehen nicht, was ein Konzept ist. My shoulder is sore is a construct which is constructive. Sozusagen zu sagen, meine Schulter tut weh, ist ein Konstrukt, das zugleich auch konstruktiv ist. By bringing these words together, I am generating this thing, my shoulder is sore, my sore shoulder. Indem ich diese Dinge zusammenbringe, die ganzen Bestandteile meiner Aussage zusammenbringe, generiere ich ein Konzept von meiner wehtuenden Schulter. By sitting in the concept, by believing it, and by recruiting other people to believe it, Indem ich in dem Konzept sitze, indem ich an dieses Konzept glaube und indem ich andere Leute rekrutiere, auch an dieses Konzept zu glauben, it is as if my sore shoulder is referring to something. erscheint es so, als ob meine wunde Schulter sich auf etwas bezieht. But what it's referring to is what it creates. Aber worauf es sich bezieht, ist das, was es zugleich erschafft. There is no essence of sore shoulder. Es gibt hier keine Essenz einer wehtuenden Schulter. This is what he's referring to here in relation to the mind as well. Und das ist das, worauf er hier sich bezieht, wenn er über den Geist spricht. That our concepts create the illusion of self-existing entities. Dass unsere Konzepte nämlich die Illusion von aus sich selbst heraus bestehenden Entitäten, Dingen erschaffen. And they create them by this incredible double move. Und sie erschaffen diese Dinge durch diese unglaubliche doppelte Bewegung. By describing my
sore shoulder, indem ich nämlich meine wehtuende Schulter beschreibe, I create the shoulder which is sore. da schaffe ich die Schulter, die wehtut. And I wouldn't be talking about my sore shoulder unless I had a sore shoulder. Und ich würde ja auch von meiner wehtuenden Schulter nicht sprechen, solange ich nicht wirklich eine hätte. This is how we become stupid. Und das ist die Art und Weise, wie wir dumm werden. In Buddhist language, this is called stupidity. Timuk means like a sort of dull, heavy mind. Das ist das, was in der buddhistischen Sprache Dummheit heißt. Timuk, ein dumpfer, schwerer Geist. Because you have entered into the eternal truth of the thing you have created. Denn wir betreten sozusagen die ewige Wahrheit jenes Dings, den wir eigentlich gerade erst erschaffen haben. When the little girl puts on her gauze dress and her tiara and her little wand and says, I am a princess or I am a fairy. Wenn ein kleines Mädchen ihr Kleid anzieht und so eine Tiara anzieht und dann den Zauberstab in die Hand nimmt und sagt, ich bin eine Prinzessin oder ich bin eine Fee. Something is being created by the use of these props. Etwas wird dadurch durch diese verschiedenen Gegenstände erschaffen. Which is immediately taken as the truth of who I am. Und das wird dann als unmittelbare Wahrheit dessen, wer ich bin, genommen. This is what we do. Und das ist das, was wir tun. This is why samsara is like theater. Und das ist der Grund, warum Samsara wie ein Theater ist. The actor in entering into the role Der Schauspieler tritt in die Rolle ein. Brings into being a character which is not there. Er schafft und bringt ins Sein einen Charakter, der eigentlich gar nicht da ist. But which appears to be there. Der aber erscheint, because we believe in it. Der scheinbar da ist, weil wir an ihn glauben. So in all the Buddhist traditions it says the mind is chief. Deswegen heißt es in allen buddhistischen Traditionen, der Geist ist der Boss. This is what it's referring to. The mind is the basis of everything. Das ist das, worauf es sich bezieht. Der Geist ist die Basis von allem. Including the basis of samsara. Eingeschlossen die Basis von Samsara. It is our own energy, the energy of the mind, which deludes us into a false understanding of the mind. Es ist die Energie unseres eigenen Geistes, die uns in das falsche Verstehen des Geistes hineintäuscht. The little girl who is a princess is not a princess. Das kleine Mädchen, das eine Prinzessin ist keine Prinzessin. But because she believes she's a princess, it would be very cruel to say, listen, you're just a little girl. Aber weil sie daran glaubt, eine Prinzessin zu sein, wäre es sehr grob, ihr zu sagen, nee, du bist einfach nur ein kleines Mädchen. If somebody said, my shoulder is sore, we don't say, oh, these are transient phenomena, grow up. Wenn jemand zu uns spricht und sagt, meine Schulter tut weh, dann sagen wir ihm auch nicht, oh, das sind lediglich vorübergehende Erscheinungen, werd endlich erwachsen. Or you could say, how's your shoulder? Wir können einfach sagen, wie geht's deiner Schulter? A minute goes by, how's your shoulder? Also geht vorbei, wie geht's deiner Schulter? You told me your shoulder was sore. I deeply respect you and your experience, so I will ask you every minute, how is your shoulder? Du hast mir gesagt, deine Schulter tut weh, ich respektiere dich, also werde ich jetzt jede Minute fragen, wie geht's deiner Schulter? But we don't address these issues of identification from either extreme. Aber wir begegnen diesen Fragen der Identifizierung von beiden Extremen nicht. And the key point is, it is the emptiness of the mind that allows the space for delusion. Und der Schlüsselpunkt hier ist, dass es die Leerheit des Geistes ist, die auch den Raum für Täuschung erschafft. In the theater, the emptiness of the stage allows a ballet to be performed, a play, a rock concert, orchestral performance. Im Theater ist es die Leerheit der Bühne, die die Möglichkeit schafft, ein Ballett aufzuführen oder auch ein Theaterstück oder ein Rockkonzert oder eine Orchesterdarbietung. Its stage is a space of possibility. Die Bühne ist der Raum der Möglichkeiten. The emptier the stage, the more possibilities there are. Je leerer die Bühne, desto mehr Möglichkeiten gibt es. It's the same with the mind. The more you open to the emptiness of the mind, the more you become in contact with the potential to manifest many different forms.
Und das gleiche mit dem Geist. Je mehr wir offen für die Leerheit des Geistes sind, desto mehr kommen wir in Kontakt mit dem Potenzial, viele verschiedene Formen zu manifestieren. But when we bind ourselves into a strong identification with a very narrow segment of our potential, Wenn wir uns aber sehr mit einer starken Identifizierung, mit einem sehr engen Segment unseres Potenzials binden, we restrict our capacity to move in the world and relate to others. dann schränken wir unsere Fähigkeit, uns in der Welt zu bewegen und Beziehungen zu anderen aufzunehmen, sehr ein. We blind ourselves to the richness of the field. Wir werden gegenüber der Reichhaltigkeit des Feldes blind gegenüber. And in the intense reification and solidification of our belief, Und in dieser intensiven Verdinglichung und Verfestigung unseres Glaubens, the idea that my mind is like space, it's empty and without any content seems ridiculous. erscheint die Idee, dass mein Geist leer ist und dass er raumhaft ist und ohne jeden Inhalt geradezu lächerlich. How could it be empty when I'm me? Wie könnte der Geist leer sein, wenn doch ich bin? Let me tell you about me. Lass mich dir von dir erzählen. I'm not nothing, I'm someone. Ich bin doch nicht niemand, ich I bin was jemand. born here, I do this, I do that. Ich wurde hier geboren, ich tue das, ich tue jenes. It's the assertion of our individual existence which makes us stupid. Und das ist diese Sicherstellung unserer individuellen Existenz, die uns dumm macht. The paradox again is that by opening to being nothing, we become much more intelligent. Das Paradox hier ist, dass indem wir uns gestatten, nichts zu sein, wir viel intelligenter werden. But until we really understand and taste this nothingness, Bis wir aber diese Nichtsheit, dieses Nichts verstehen und schmecken, it's likely to feel terrifying ist es sehr wahrscheinlich, dass es eher erschreckend sich anfühlt. because we're caught in a binary opposition of something and nothing. Und wir sind in einer binären Position von etwas und nichts gefangen. And so we have to protect our somethingness against the tendency to move into nothingness. Und da müssen wir unsere Etwasheit sozusagen verteidigen gegen die Tendenz, uns in die Nichtsheit zu bewegen. In the course of life, we lose lots of things. Im Verlauf des Lebens verlieren wir viele Dinge. We lose our hair, our teeth. Wir verlieren unser Haar, unsere Zähne, We lose family, lovers, and so on. wir verlieren Familienmitglieder, Liebhaber und so weiter. And if we have built our identity in terms of our appearance, our network of friendships, and so on, it appears that our something is being dissolved. Wenn wir unsere Identität auf diesem Etwas, auf unsere Erscheinung, auf unser Netzwerk und Freunde und so weiter beruhen lassen, dann erscheint es so, als ob wir selbst uns ein bisschen auflösen würden. And that impermanence and the movement of time is the enemy. Und dass die Vergänglichkeit, die Bewegung der Zeit dann der Feind ist. So what he's describing here, that the mind from the very beginning has been nothing. Was er hier beschreibt, ist, dass der Geist schon von einem Anfang an nichts war. And that this nothing is the basis of everything. Und dass dieses Nichts die Basis von allem ist. If we really understand this and experience it directly, Wenn wir das wirklich verstehen und unmittelbar erfahren, frees us from the hopes and fears of totally identifying ourselves with a transient manifestation. dann befreit uns das von den Hoffnungen und Befürchtungen, unsere vollständige Identifikation mit vorübergehenden Erscheinungen. The emptiness of our own being is the great door of freedom. Die Leerheit unseres Seins ist das große Tor zur Freiheit. Okay, if we take a break now till 12 o'clock. Wir machen jetzt eine Pause bis 12.